Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen! Rund 6 Milliarden € deutsches Steuergeld sollen in das Auswärtige Amt fließen. Normalerweise soll dieses Geld dafür verwendet werden, internationale Beziehungen auszubauen, die deutsche Sprache und die deutsche Kultur im Ausland zu fördern. Stattdessen setzt genau dort die Bundesregierung den Rotstift an. Rund 40 Millionen € werden weggestrichen. Diese 40 Millionen € kriegt aber der Steuerzahler nicht wieder zurück, sondern stattdessen, wie üblich für ein CDU-geführtes Ministerium, gehen diese 40 Millionen € in linksgrünen Klimaquatsch. Aber, Herr Wadefuhl, Sie vergessen natürlich Ihr eigenes Personal nicht. Über 300 Millionen € gibt es zusätzlich für Personalausgaben. Ich frage Sie ganz offen, wie viele davon von Ihren Beamten haben CDU- oder SPD-Parteibuch? Das ist doch die Frage. Sie haben nur Gedanken für Ihre eigenen Leute und nicht für die deutsche Bevölkerung. Wir kommen zu den schlimmsten Ausgaben. Etliche Millionen deutsches Steuergeld fließen darin, sich in die Innenpolitik unserer befreundeten Nationen einzumischen. Sie fördern Vereine in den USA, die den US-Präsidenten Donald Trump als antidemokratisch entmenschlichen. Diese Aussagen, dieser Hass führt dazu, dass sich junge Menschen verirren und animiert fühlen, Andersdenkende zu erschießen. Das ist nicht mehr normal. Das ist die Politik dieser Bundesregierung. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn man diese Bundesregierung als Freund hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Auf die inhaltliche Arbeit von Herrn Wadefuhl kann man heute gar nicht eingehen. Er hat 8 Minuten aufgewandt, um nur den Kampf gegen die größte Opposition, die AfD, auszuführen, um gegen die AfD zu hetzen. Das ist für einen Bundesminister unwürdig. Aber Sie können auch über Ihre Arbeit gar nichts sagen. Denn Ihre Arbeit wird ja durch den Reisekanzler Friedrich Merz ersetzt. Er macht Selfies im Ausland, weil er die Augen zumachen will vor der innenpolitischen Lage in Deutschland und die Wirtschaft bereits gegen die Wand gefahren hat. Es braucht eine Zeitenwende, und die wird es nur mit uns, mit der AfD, geben.